Herzlich willkommen bei Avix Inside. Heute zu Gast bei uns im Studio DJ Ivan S. Wo er gerne mal auflegen würde und was er sonst so tut, das und mehr erfahrt ihr gleich. Viel Spaß! I get those goosebumps every I get those goosebumps every Jo, Ivan, willkommen bei uns. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich hier zu sein. Bist du gut hergekommen? Ja, hat alles passt. Wunderbar. Wie ist denn das bei dir? Du trittst ja auf unter dem DJ-Namen Ivan S. Hattest du keine Lust auf einen ganz kreativen Künstlernamen oder warum der Name DJ Ivan S? Ich habe mir am Anfang schon einen Kopf gemacht. Also mir sind da 1000 Sachen durch den Kopf gegangen. Ich habe mir viel aufgeschrieben und mir hat aber irgendwie nichts so richtig gefallen und im Endeffekt habe ich es dann so gemacht, ich habe einfach meinen Vornamen genommen mit dem ersten Buchstaben vom Nachnamen, weil Ivan einfach wenig Leute hier im Allgäu heißen. Und ich habe mir dann gedacht, das ergibt einen hohen Wiedererkennungswert und so ist es mittlerweile auch. Also ich kenne keinen anderen DJ, der irgendwie Ivan heißt und das passt eigentlich ganz gut so. Cool. Wie ist das bei dir mit der Musik allgemein? Legst du nur auf? Spielst du irgendwelche Instrumente? Bist du über die Instrumente zum DJing gekommen? Wie ist das bei dir? Ich habe mal Gitarre gespielt ein paar Jahre lang, aber irgendwann fand ich es uncool, also ich war da 11, 12 oder so, fand es dann irgendwann uncool und habe es dann sein lassen und dann habe ich musikalisch ein paar Jahre erstmal nicht so viel gemacht und es ist dann so im Alter von 15, 16 gekommen. Ich war da mal auf einem Stadtfest in Kroatien, habe dann DJ auflegen sehen und ich glaube, der hat dann was von David Guetta gespielt und ich bin dann so stehen geblieben und habe mir gesagt, krass, also irgendwie, das hat mich irgendwie berührt oder halt, da ist irgendwas in mir passiert und seitdem habe ich mich dann angefangen mit dem DJing auseinanderzusetzen und ja, Nach das ist jetzt dann draus geworden. Nice. Du hast ja selber schon gesagt, Getter, oder wie du vorher auch gesagt hast, du kennst keinen anderen DJ, der Ivan heißt. Ja. DJs gibt's ja massenweise mittlerweile. Hast du da so eine Art großes Idol, oder jemanden, wo du sagst, das ist der Top-DJ überhaupt? Wer würdest du sagen, käme da für dich jetzt auch aus der Hausrichtung noch am ehesten in Frage? Ist schwer zu sagen, wenn man sich jetzt zum Beispiel DJ Mag Top 100 anschaut, ist aktuell auf Platz 1, glaube ich, Martin Garrix. Aber es gibt so viele verschiedene Genres und DJs und zum Beispiel in den DJ Mag Top 100 sind mehr so die kommerziellen, halt auch die bekanntesten DJs. Wen ich zum Beispiel ganz cool finde, ist SK83. Der legt halt was ganz anderes auf wie die DJs aus diesem Magazin. Aber mein persönlicher Favorit sind Axwell und Grosso. Okay, warum? Die waren früher mal, oder sind früher mal als Swedish House Mafia aufgetreten, die haben sich ja dann aufgelöst. Aus Swedish House Mafia ist dann Axwell und Grosso geworden, ohne Steve Angelo und man munkelt aber, dass die beiden oder die drei dann wieder als Swedish House Mafia demnächst auftreten. Aha, gibt's da schon Also es gibt Gerüchte, Hinweise die machen in die auch Richtung. Werbung dafür so gezielt und da würde ich mich richtig freuen, wenn die drei zusammen wieder auf Tour gehen. Nice. Wie ist das? Viele sagen ja, also ich habe das selber auch schon ganz oft gehört, viele sagen immer, ach DJing, das ist hier mal ein Rädchen drehen, da mal einen Regler schieben, da ist ja nichts groß dahinter. Wie siehst du das? Im Prinzip ist es so. Ich stehe da oben und drehe an ziemlich vielen Reglern, aber da steckt natürlich viel mehr dahinter. Es kommt immer auf die Veranstaltung drauf an, was du spielen sollst oder für was du gebucht bist. Ich bereite mich da zu Hause natürlich vor, überlege mir ständig neue Musik oder suche neue Musik und schaue halt, was gerade vielleicht aktuell ist oder was geil wäre für den Abend. Und dann versuchst du es an dem Abend auch umzusetzen. Hast du dann ein festes Schema, wie du dich vorbereitest? Nee. Oder ist das Also relativ individuell? ich schaue oft irgendwie nach neuen Songs eben oder remixen, Edits irgendwie oder mache selber teilweise welche, wo ich mir denke, okay, mit dem und dem Track kannst du was Geiles bauen und das bereite ich zu Hause vor und am Abend ist aber trotzdem immer so individuell, weil ich bin meistens den ganzen Abend gebucht
Und da ist schwer irgendwie im Vorfeld zu sagen, okay, ich plane jetzt genau für 6 Stunden Auflegen die Musik durch. Das geht eigentlich nicht, weil du weißt nie, was für Leute kommen, was sie hören wollen. Deswegen musst du am Abend immer so spontan auf die Leute eingehen. Deswegen, ich bereite mich vor, so ein paar Tracks, die ich denke, okay, für heute Abend sind cool. Und der Rest ist eigentlich immer so spontan. Schaue ich halt, was für Leute da sind und auf was die gerade so einsteigen. Hat ja jeder DJ, hat immer so eine Handvoll Evergreens dabei. So im Worst Case, das kann man immer spielen. Wie ist das bei dir? Hast du auch Tracks, wo du sagst, die hast du immer dabei, ohne die gehst du gar nicht? Oder die du auch nutzen kannst, um zu sagen, okay, irgendwo, ich brauche jetzt einen Floor-Filler zwischen rein, da geht gerade nicht so die Stimmung in die Richtung, die ich sie gerne hätte. Wie gehst du da vor? Die gibt's schon, allerdings ist es so, die klappen auch nicht immer. Also es ist wirklich immer von Abend zu Abend unterschiedlich. Also bei mir, was oft geht, ist Macklemore Can't Hold Us. Das ist echt so eins, wo eigentlich oft alle immer komplett ausrasten, aber ist natürlich auch schon ein paar Mal so gewesen, dass ich das gespielt habe. Ist halt immer so ein Plan B, den ich immer quasi in der Hosentasche dabei habe, wenn es mal irgendwie gar nicht läuft. Und ist aber auch vorkommen, dass die dann auf das Lied auch überhaupt nicht eingestiegen sind. Okay. Und da musst du dich halt irgendwie rantasten und manchmal geht's halt sofort und manchmal dauert es halt echt, bis du so die Leute kapiert hast, auf was die heute stehen, wie die heute so drauf sind. Bis du die mal so richtig hast, dass sie richtig abgehen. Jetzt bist du ja eigentlich als House-DJ unterwegs, so steht's geschrieben. Man sieht aber in deiner History auch Künstler wie Culture Candela oder wie die Atzen. Man sieht auch Künstler wie Nils van Gogh, man sieht Künstler wie Lost Frequencies. Wie ist es für dich, mit solchen Leuten zu arbeiten? Ist das eher so, dass man sagt, das ist relativ normal, oder ist das eher was, wo man sagt, da stellt man sich jetzt mega drauf ein, da bereitet man sich nochmal ganz anders vor, wie auf einen Clubabend? Ist unterschiedlich. Das sind natürlich Events, wo ich dann nur zum Beispiel 2 Stunden gebucht bin oder 1,5. Da habe ich mein festes Set. Und es war zum Beispiel so, vor ein paar Jahren, ich war der Vor-DJ, also nach mir kam noch einer und dann. Und es war so, dass er anscheinend irgendwie oder sein Management gesagt hat, dass der DJ davor komplett schlecht auflegen soll. Also irgendwie an dem Abend war halt elektronische Musik angesagt und er hat quasi ihm gesagt, er soll nur Hip-Hop spielen, irgendwas total Langsames. Es gibt halt die Leute, die dir dann quasi vorschreiben, dass du schlecht sein sollst. Hat mich indirekt auch betroffen, aber ich habe mir gesagt, ich bin da auch mit meinem Namen und bevor ich da irgendwie dann schlecht auflege, nur weil er das so möchte, dass sein Auftritt dann noch glanzvoller rüberkommt, mache ich das nicht. Was heißt denn schlecht auflegen? Wie stelle ich mir das vor? Ist das was, wo du dann mal versehentlich auf Pause drückst und Totenstille hörst? Oder was ist schlechtes Auflegen? Einfach Musik spielen, die einfach nicht reinpasst an dem Abend. Also okay. Es war ein Hausabend, elektronische Musik lief da und er wollte halt einfach, dass irgendwie ganz langsamer Hip-Hop läuft. Vor seinem Auftritt, dass sein Auftritt halt noch glanzvoller rüberkommt. Man kann es aber nicht so pauschal sagen, das war der Abend, das war es gibt aber auch zum Beispiel, wenn ich jetzt woanders bin und explizit ein Warm-up spiele für einen anderen DJ, in einem Club zum Beispiel, wenn ich da um 10 Uhr anfange und bis um 1 spiele und dann eben quasi der Main Act anfängt, dann weiß ich, es ist ein Warm-up und ich darf halt einfach nicht zu krass werden. Dann bereite ich mich da auch drauf vor und schaue halt echt, dass die Leute vielleicht mal ganz kurz hochkommen und dann aber wieder runter, kurz bevor dann der Main Act losgeht. Also das ist quasi der Sinn von einem Warm-up. Jetzt ist es ja so, heutzutage kann man eigentlich relativ schnell DJ sein. Gibt ja vollautomatisches Equipment mittlerweile. Es gibt irgendwie auch alles digital. Digitalisierung ist ein Mega-Thema, ja, natürlich auch für DJs. Wenn man sonst Plattenschleppen von früher denkt. Wie ist das bei dir? Digitalisierung, Fluch oder Segen? Was denkst du? Beides. Warum? Einerseits ist es ein Segen. Also ich habe zum Beispiel gleich schon mit Laptop angefangen. Also ich war nie der sich irgendwie CD-Koffer kaufen musste und dann mit CD-Koffern rumreisen musste. Ich habe das immer auf meinem Laptop gehabt und konnte dadurch dann auflegen oder halt eben alles digital dabei. Es ist aber auch ein Fluch, denke ich, weil viele kaufen sich jetzt einfach mal irgendwie so einen Controller für 200 €, stecken den an in ihrem Kinderzimmer und sagen, hey, hier bin ich, DJ. Deswegen gibt es mittlerweile einfach sehr, sehr viele Leute, die von sich aus behaupten, sie sind DJ, nur weil sie einen Controller zu Hause im Kinderzimmer haben, aber haben im Prinzip irgendwie keine Erfahrung und eigentlich keine Ahnung von überhaupt gar nichts. Wie sieht's da technisch aus?
Stichwort Beatmixing, Sprichwort Synchronisation kann man ja mittlerweile automatisch machen. Bist du der Ansicht, dass das irgendwo das DJ-Dasein beeinflusst? Ähm, Im Prinzip ist es immer noch dasselbe Handwerk wie früher. Also ich lege auch nach wie vor oft Platten auf. Richtig Vinyl? Genau, also steckt man trotzdem dann am Laptop irgendwie an, aber du legst trotzdem mit Platte auf oder halt CD, je nachdem. Das Handwerk ist an sich dasselbe. Außer wenn du jetzt irgendwie einen Controller oder sowas kaufst, dann kannst du natürlich leichter auf Sync drücken und hier einen Button und da einen Button. Das macht es dann schon eben leichter, aber im Prinzip ist es immer noch dasselbe wie früher. Jetzt ist es ja so, du legst ja nicht nur in Clubs auf, sondern auch zum Beispiel für Hochzeiten oder wie jetzt im Radio mit einer eigenen Show. Wie ist es für dich im Radio aufzulegen? Du hast ja jetzt im Prinzip keine Crowd vor der Nase, du hast ja im Prinzip quasi, ich sag mal, deine Sendekabine nehme ich an und mischt und hast Zuhörer, die du aber nicht siehst. Wie ist es da für dich aufzulegen? Es ist eigentlich was komplett anderes, weil im Laden oder im Club bekommst du so die Vibes von den Leuten einfach mit, du bekommst die Reaktion mit, wie die auf die Musik reagieren. Oder beim Radio ist es halt so, das bekommst du alles nicht mit, du bist in deiner Kabine drin und legst halt auf. Man muss aber auch sagen, ich bereite mich da einfach vor. Das sind jetzt irgendwie 10, 12 Lieder. Und die spiele ich dann. Also da kannst du nicht irgendwie auf die Leute oder sonst irgendwie was eingehen, weil du bekommst einfach nichts zurück. Du baust halt quasi einfach nur ein nahtloses Deck auf, das dann einfach läuft. Wie ist das gerade auch im Club-Dasein? Im Radio wirst du das weniger haben, in den Clubs vermutlich öfter. Das typische Problem, von dem sie alle sprechen, spiel denselben Song nochmal, großes Stichwort. Man hat ja immer wieder eigentlich so Abende, an denen permanent über Wochen, Monate dieselben Tracks gewünscht werden. Wie gehst du mit diesen Liedwünschen um? Gibt's bei dir überhaupt Liedwünsche? Ja, teilweise auch sehr unverschämte, muss ich sagen. Was heißt unverschämt? Meine Warum Meinung unverschämt? ist, also letztens ist erst wieder ein Mädchen hergekommen und wollte sich, glaube ich, Cordula Grün war das, wünschen. Okay. Und ich habe ihr nett versucht zu erklären, dass wenn wir vielleicht nachher irgendwie komplett trashig werden, dass ich es vielleicht irgendwie reinhaue, wenn es passt. Wenn nicht, dann eben nicht. Und irgendwann, also sie wollte mit mir echt rumdiskutieren und hat mich am Ende dann quasi bedroht. Sie schreibt eine schlechte Bewertung. Und ich fand es persönlich einfach sau unverschämt, dass eine, die jetzt zum ersten Mal sie hat gesagt, sie war zum ersten Mal in dem Laden, dass sie da zum ersten Mal da ist und da gleich zum DJ hochgeht und ihn quasi erpresst mit einer schlechten Bewertung, wenn ich jetzt irgendwie ein Lied nicht spiele, das ihr gerade reinpasst. Oder das mir halt dann eben nicht reinpasst. Und zu den anderen Liedern, es gibt immer Lieder, die sich die Leute wünschen oder die sie nach wie vor geil finden. Klassisches Beispiel, Wannabe von den Spice Girls. Das ist so ein Lied, ich persönlich habe es einfach komplett tot gehört. Ja, das kenne ich. Oder auch viele andere wahrscheinlich, aber ich merke einfach, also es passt auch nicht jeden Abend rein, aber oft, wenn ich spiele, du hörst die Mädels nach wie vor kreischen. Nice. Wie ist das angenommen, du hörst jetzt einen ganz neuen Track, findest den mega gut und sagst, boah, der muss heute Abend mit. Dann stößt du ja mit Sicherheit auch öfter auf das Problem, wenn du fremde Musik in einem neuen Laden spielst, dass es natürlich in der Interaktion mit der Crowd ein bisschen schwierig wird. Gibt's in deinen Augen einen Geheimtrick, wie man Menschen neue Lieder beibringt? Und wenn ja, wie gehst du vor? Das ist schwer, weil, also beziehungsweise eigentlich, wenn ich noch ein bisschen weiter aushole, ist es immer so eine Gratwanderung. Du versuchst als DJ natürlich nicht immer dieselben Sachen zu spielen, weil sonst heißt ja, er spielt immer nur dasselbe, sondern versuchst halt auch immer wieder unbekannte oder neue Sachen einzubauen. Und das ist halt eben diese Gratwanderung, weil wenn du zu viel neue Sachen spielst, dann beschweren sich die Leute, dass sie die Sachen einfach nicht kennen. Wenn du die bekannten Sachen spielst, dann beschweren sich, dass du immer dasselbe spielst. Deswegen da so den perfekten Grad zu finden, ist gar nicht so einfach. Und mit neuen Sachen ist es so, oft kapieren das die Leute am Anfang wirklich nicht. Ich weiß noch, es war damals bei Danza Kuduro so. Das war damals echt ein cooler Song. Und ich habe den, gleich als er rausgekommen ist, den gefunden und gekauft und gespielt. Und keiner hat den Song kapiert. Ich fand den mega und die Leute sind einfach so da gestanden und
haben irgendwie damit nichts anfangen können. Und dann war es aber so, in dem Film Fast and Furious 5 war das, glaube ich, kommt das Lied ganz am Ende vor. Und nach diesem Kinofilm, ich glaube 1 oder 2 Wochen nicht mal, hat es gedauert, habe ich den Song auch gespielt und die Leute sind komplett ausgerastet. Also da fanden sie dann auf einmal richtig cool, weil sie ihn eben gekannt haben. Davor ist nicht so viel passiert. Also glaubst du, dass man da schon auch ein bisschen auf eine Medienwirksamkeit setzen kann? Passiert nicht so oft, bei dem Song war es jetzt so. Wenn ich jetzt irgendwie einen neuen coolen Song habe, dann mache ich es meistens so, ich spiele ein paar bekannte oder gute Lieder, wo die Leute kennen, wo ich denke, die gehen jetzt voll ab und hau danach gleich den neuen Song hinterher, dass die Leute halt gerade in so einer Euphorie sind. So verpackst du den halt ein bisschen, nimmst den Vibe noch mit, den die Leute gerade haben. So ein bisschen drumherum spielen, ein bisschen... So denke ich halt, dass die Leute auch dann auf diese Sachen auch eingehen oder abgehen. Gibt's denn einen Künstler, auf den du mal mega Bock hättest, wo du sagst, mit dem würde ich gerne mal zusammenarbeiten, da hätte ich richtig Bock drauf? Oder vielleicht sogar ein großer Traum, wo du sagst, so, das wäre jetzt so der One-Shot, den ich gerne mal hätte? Ich war mal mit dem DJ Most Wanted, habe ich im Park gespielt und den fand ich richtig cool. Warum? Also ich habe für ihn das Warm-Up gemacht und dann nach seinem, oder nicht, ich glaube, er hat sogar fertig gespielt, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber bei dem hat es irgendwie gepasst. Ich habe für den das Warm-Up gemacht und er ist danach gleich eingestiegen und hat halt weitergemacht und den Laden schon abgerissen. Und es war einfach ein echt cooler Typ. War total menschlich, total korrekt und ehrlich und das ist halt einfach einer, mit dem man irgendwie total gut zusammenarbeiten kann. Weil es gibt auch viele, die halt einfach so abgehoben und arrogant sind. Mit denen du einfach so, okay, mit denen willst du halt einfach nichts zu tun haben. Wie ist das mit den Festivals? Wenn wir schon von Wunschträumen sprechen, irgendein Festival, wo du sagst so, ich glaube, das habe ich jetzt auch schon ganz oft gehört, auch von DJs, die sagen so, genau da will ich unbedingt mal irgendwann auf dieser Bühne stehen, da habe ich mega Bock drauf. Wie ist das bei dir? Ja, es gibt eins und zwar ist es das Ultra Festival in Miami. Okay. Also das ist so mein persönlicher Traum, da zu spielen. Warum gerade das? Weil ich finde es halt einfach so das coolste Festival überhaupt. Es gibt auch das Tomorrowland, das wahrscheinlich noch bekannter ist, aber ich finde es einfach nicht mehr so cool. Da finde ich das Miami einfach viel cooler, weil es ist kleiner, es ist irgendwie so ein bisschen intimer, wenn man so will. So kommerziell. Nur nicht ganz so kommerziell wie irgendwie Tomorrowland und die haben halt verschiedene Stages. Schon auch so eine große Mainstage und aber auch viele kleinere und ich finde das einfach viel cooler wie das Tomorrowland. Weil das halt irgendwie, ich finde das zu kommerziell irgendwie. Das Miami ist halt irgendwie kleiner, intimer. Ich glaube, da würde ich mich wohler fühlen. Hast du das Gefühl, dass die ganzen Festivals ab einer gewissen Größe wirklich auch kommerziell werden? Ja, natürlich müssen die kommerziell arbeiten, weil also diese DJ-Gagen heutzutage sind ja abartig. Also ich glaube, ein David Guetta kriegt 200.000 Euro für ein 2-stündiges oder 1,5-stündiges Set. Natürlich müssen die da kommerziell arbeiten und die haben ja alle mal komplett klein angefangen und irgendwann werden halt auch die Karten teurer und die Festivals größer und damit sich das Ganze halt noch irgendwie rentiert. Klar. Hast du irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben wollen würdest? Wo du sagst so, wow, die Message, die muss unbedingt mal raus, das hätte ich Bock mal laut rauszuschreien? Ja, wenn du dir beim DJ was wünschst, dann einfach mal das Wort Bitte verwenden. Es bewirkt wahre Wunder. Und an alle Anfänger oder Amateure oder die sich gerne mit dem DJing befassen, kauft die Tracks einfach. Ihr supportet damit die Künstler, weil ich habe es oft erlebt, dass irgendwie Leute, so Anfänger zu mir herkommen, ja hey, ich würde gern auflegen und Ding und das und dann kommt ich halt habe einen raus, USB-Stick dabei. genau, und dann kommt halt raus, dass sie sich irgendwas bei YouTube oder sonst wo gerippt haben und dann irgendwie noch Werbung im Hintergrund läuft oder was weiß ich was und kauft die Sachen einfach, da habt ihr die beste Qualität und ihr unterstützt auch gleichzeitig die ganzen Künstler. Super. Bevor ich es vergesse, bei uns haben sich die Leute bis jetzt immer verewigt. Du hast die gleiche Möglichkeit, wenn du möchtest, Ja, mal okay, hinter dir ja. auf der Wand. Hier hast du den Stift dazu. Einfach verewigen.
Das war's heute von uns mit Ivan S. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Freut euch das nächste Mal auf die Jungs von Naswai und Adam Uzi. Hier oben könnt ihr abonnieren. Da kommt ihr zu unserem nächsten Interview. Schaut auch gerne mal bei uns in der Infobox vorbei. Da findet ihr die Links von Naswai und Adam Uzi. Ciao.